Heute geht es um koksende Haie, alkoholabhängige Spitzhörnchen und Rentiere auf Pilzen. Mit anderen Worten, frohe Weihnachten! Liebe Weihnachtsmäuse und Suchttiere, liebe Punschkinder, hallo Aasfresser. Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest des gesellschaftlich akzeptierten Rauschmittelmissbrauchs. Und da dachten wir uns, drehen wir doch mal ein Video zu Drogenkonsum im Tierreich. Dabei gehen wir die gängigen Rauschmittel durch Kokain, Heroin, halluzinogene Pilze und starten mit Alkohol. Palmenwein, das schmeckt fein. Das Federschwanz-Spitzhörnchen ist das einzige Tier, das nachweislich chronisch alkoholabhängig ist. Das Lebertanz was? Das Federschwanz-Spitzhörnchen. Spitzhörnchen sind kleine Säugetiere, die nahe mit den Affen verwandt sind und wahrscheinlich bis heute so aussehen wie die gemeinsamen Vorfahren von Affe und Mensch. Dann würde ich auch saufen. Das Hauptnahrungsmittel dieser Spitzhörnchen ist der Saft der Bertrampalme, die in Südostasien das ganze Jahr über blüht. Saft ist doch kein Alkohol. Dieser Saft ist vergoren und hat so viel Alkoholgehalt wie ein leichtes Bier. Um die 3,8%. Fallen die nicht besoffen von der Palme, die Aperol-Spritzhörnchen? Sie konsumieren das Palmbier seit Jahrtausenden. Die Federschwanz-Spitzhörnchen sind trinkfest. Das ist jetzt aber eher ein Stumpfhörnchen. Nein, das ist ein Plumplori. Es gibt auch andere Tiere, die sich gern mal einen Schluck gönnen. Aber niemand hängt so an der Palme wie unsere Freunde mit dem langen Namen. Federweiser Schwipshörnchen. Schwankende Schwäne. In unserem nächsten Fall sind es Schwäne, die dem Rausch nicht widerstehen konnten. Ah, das ist doch verfilmt worden. Bist du sicher? Na klar. Crack Swan mit Methyl Portman. Dein Hirn wird mir immer ein Rätsel bleiben. Weird. Schwäne fressen normalerweise Wasserpflanzen, aber manchmal, vor allem im Winter und Frühling, suchen sie sich ihre Nahrung an Land. Dabei ist Anfang des Jahres 2023 eine große Gruppe Schwäne in der Slowakei auf den Geschmack von Schlafmohn gekommen. Aus dem Milchsaft des Schlafmohns wird Opium gewonnen und er dient auch für die Herstellung von Heroin. Mir schwan Schlimmes. Die Schwäne haben den Mohnsaft probiert und sind richtig abgestürzt. Sie waren über Monate komplett zugedröhnt und total abhängig von dem Zeug. Am Ende mussten sie von Menschen in eine Entzugsstation gebracht werden. Mein lieber Schwan. Cocaine Sharks. Nach Florida wird sehr viel Kokain geschmuggelt und oft landen vor der Küste Drogenpakete im Wasser. Ein Wissenschaftsteam hat jetzt untersucht, ob das Auswirkungen auf die Meerestiere hat. Also Menschen werfen Rauschmittel ins Wasser und Delfine kriegen einen Kicheranfall. In diesem Fall ging es um verschiedene Haiarten. Der Meeresbiologe Tom Hurt hat im Sommer von einem Hammerhai berichtet, der Koordinationsprobleme hatte. Weil er Halluzinationen hatte. Das Problem bei dieser ganzen Story: Hurt und sein Team haben die Haie nicht direkt auf Kokain untersucht. Ja, versuch mal einen Hammerhai zu einem Urintest zu überreden. Es gab schon auch noch ein paar andere Experimente, aber die Beweislage ist eher dünn. Trotzdem hat das Thema Wellen geschlagen. Überall auf der Welt hat man über die Cocaine Sharks berichtet. Haie ist aber auch einfach eine gute Schlagzeile. My name is Bruce. Hello, Bruce. Und es ist ja auch ein Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Kokain und viele andere Drogen sind wasserlöslich und man hat bisher nicht wirklich eine Ahnung, welche Auswirkungen sie auf Tiere haben können. Also Leute, spült euren Stoff nicht im Klo runter. Roaring Rudolph. Fliegenpilze kennst du, oder? Das sind die man nicht essen soll, weil sie giftig sind. Genau. Aber neben seiner toxischen Wirkung hat der Pilz auch einen halluzinogenen Effekt. Noch bevor Menschen auf die Idee gekommen sind, sich Magic Mushrooms einzuwerfen, haben Rentiere den Fliegenpilz für sich entdeckt. Und die überleben das? Sieht so aus. Sie knabbern ja nur an den Pilzen, um sich einen Trip zu gönnen. Heißt er deshalb Fliegenpilz? Weil er Rentiere zum Fliegen bringt? Übrigens gibt es auch Tiere, die andere Tiere als Drogen missbrauchen. Große Tümmler nuckeln an hochgiftigen Kugelfischen. Und Lemuren auf Madagaskar beißen Stückchen von giftigen Tausendfüßlern ab, um sich wegzuballern. Das erklärt einiges. Liebe Kinder, schreibt uns mal in die Kommentare, welche Droge ihr als nächstes ausprobieren wollt. Egal, ob ihr Weihnachten abstinent verbringt oder wir euch Lust auf Palmenpunsch gemacht haben. Oder ob ihr euch mal wieder eine naseweiße Weihnacht gönnt. Wir wünschen euch Frohe Geiertage.